jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Also manche Uhren, ja, jetzt guckt euch das mal bitte an. Die sind einfach viel zu hoch. Das geht gar nicht, ey. Das muss flacher. Ah, das sieht schon besser aus. Jetzt muss da noch ein bisschen Farbe drauf. So. Guckt. Was sagt er? Und schön flach. Hi, hier ist wieder der Elfenwatch David. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause G-Shock. Guckt euch das bitte mal an. Tada! Die flachste MTG aller Zeiten. Ich zeige es euch jetzt noch nicht von der Seite. Es gibt viele interessante Highlights. Ich zeige alles. Ich zeige nochmal die einzelnen Modelle. Und gehe auch nochmal auf die alte Version ein, die B2000er. Da ist das ausführliche Review ja bereits in meinem Blog. Links wie immer alles unten in der Beschreibung. Folgt gerne meinem Kanal, wie immer mit Glöckchen. Lasst bitte ein Like da und auf jeden Fall einen Kommentar. Welche Uhr interessiert euch von diesen 3 Varianten, die es gibt? Und wie ihr das findet, dass die jetzt so flach ist. Also entweder mehr, kommt der aus der dicken Fraktion oder lieber aus der dünnen Fraktion. Richtig beurteilen könnt ihr es eigentlich erst, wenn ihr sie selber mal am Arm hattet. So ging es mir auf jeden Fall. Weil ich kam bisher aus der dicken Fraktion. Und ob das so bleibt, das seht ihr gleich. Jetzt viel Spaß mit dem Unboxing. Ciao. So, hier haben wir das gute Stück. MTG B3000 BD 1A ER. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Typische MTG-Verpackung. Ganz ehrlich, finde ich besser als die MRG. Wobei die MRG ja die teureren Modelle sind, aber die hier finde ich einfach cooler. Weiß ich nicht. Gefällt mir einfach besser. Was sagt ihr denn dazu? Welche Verpackung findet ihr denn besser? Ja. So. Trommelwirbel. Tada. Na. Alles immer schön ordentlich eingepackt. Hier ist das typische Papierwerk drin. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Guckt euch gerne mal die anderen Videos an. Da findet ihr alle weiteren Infos. So. Auch immer sehr empfindlich die Verpackung, aber nicht so empfindlich wie die von den MRGs. Die sind ja so Hochglanz. Ich finde das hier besser. Ganz ehrlich. So. Hier ist das gute Stück. Ich habe das schon mal ausgeholt gehabt vorher. Deswegen, normalerweise ist hier die Papiertüte noch drum. Hammerteil, oder Leute? Ist doch der Wahnsinn. Muss ich mal gucken, ob ich das hier alles hinbaue. So. First Look. Guckt mal. Stark, ne? Auch die Farbe, ey. Ich finde es richtig mega. Hier ist natürlich überall Folie dran. Die mache ich mal ab. So, jetzt sieht man es noch besser. Ich habe übrigens noch meine alte MRG um. Hier sieht man beide mal. Also ich kann mich von meiner alten ja nicht trennen, ne? Von der alten ist auch ein ganz altes Review in meinem Blog. So will ich die Reviews heute nie wieder schreiben. Aber guckt euch das gerne mal an. Ja, ganz tolle Uhr. Ja, schaut mal.
Ja, und was ist jetzt so besonders? Sie ist halt extrem flach. Seht ihr das? Und da weiß ich nicht genau, ob mich das anfixt oder nicht. Für mich gehört eine G-Shock irgendwie biestig am Handgelenk. Und ja, die kann ich jetzt tatsächlich unterm Anzughemd tragen, ne? Hat natürlich auch was. Da habe ich hier mit meinem dicken Bronco natürlich mehr zu tun. Ich zeige euch das mal im Vergleich. Das sind 16,9 mm. Der Vorgänger von der MTG hat 15,9 mm, also 1 mm weniger als das hier. Ich habe leider die 2000er Serie nicht mehr da. So, und das hier sind 12,1 mm. Das ist halt schon echt ein Unterschied, ne? Knapp 5 mm weniger. Ja. Tolle Uhr, ne? Ja, schaut euch mal die neue Schließe an. Kann man hier auch noch mal fein justieren. Ja, ganz toll. So, werfen wir mal einen Blick auf die Rückseite. Auch ganz schwarz. Was ist das hier? Ach, das Schild, okay. Ja. Das ausführliche Review kommt in Kürze in meinen Blog. Ja, auch schön das Armband, ne? Das Lichtspiel. Ah, ich bin total geflasht. Ich habe mich für diese Variante entschieden, weil hier ist am meisten los. Und man sieht hier auch die Farbe hier in dem Armband und hier auf den einzelnen Totalisatoren und eben auch am Rand. Die einzelnen Striche sind auch in der Farbe. Es gibt noch 2 weitere Varianten. Zeige ich euch gleich nochmal. Surfen wir kurz durch die Internetseite. Ja. Ansonsten einfach mega knaller Uhr, ne? Ja. Die ganzen Einstellungen und so. Da will ich nochmal sehen, dass ich nochmal ein extra Video zu drehe. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen näher reinzugehen. Seht ihr das? Ja, Handgelenk. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen groß. So sieht es am Handgelenk aus. Ah, ist schon, also ja, meine Bedenken, ob sie nicht zu dünn ist. Ha, ganz ehrlich, holt sie euch, macht sie mal am Arm. Vielleicht habt ihr das gleiche Gefühl wie ich. Es ist jetzt schwierig, euch das zu zeigen, wegen der Dicke. Aber ich muss schon sagen, Casio, da habt ihr schon was Feines gemacht. Ja. So, wenn ich jetzt noch mal im Vergleich die hier eben ummache, da seht ihr schon, das ist halt doch ein anderes Kaliber, ne? Aber auch geil, ne? Aber ich hatte immer Probleme, die unterm Hemd und im Anzug zu haben, ohne dass es mega auffällt. Aber sie gehört halt auch dazu. Boah, ja, hier kriege ich schon wieder, boah, geil. Flash. Ja. Wenn ich das jetzt hier nochmal sehe, es ist ein bisschen Understatement, ne? Also, ja. Was sagt ihr denn dazu? Welche Farbe findet ihr denn besser? Oder am besten? Und findet ihr die 2000er besser, sprich dick und fett? Oder die flache hier? Das interessiert mich mal. Schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten gehe ich jetzt gleich nochmal in die
gleich nochmal auf die App ein. So, das wollte ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Guck mal hier. Seht ihr die Solarfelder? Man sieht sie nämlich nicht mehr. Es ist eine glatte Fläche. Ja, wenn ich das hier mal vergleiche mit meiner alten MRG. Ja, ich finde es ja besser, wo man das so sieht. Ich finde die Uhr hier sowieso ziemlich geil, weil da so viel los ist. Die neuen werden immer minimalistischer und hier ist noch richtig was los. Da kannst du dich den ganzen Tag mit beschäftigen. So viel Zeugs ist da drauf. Ja, auf jeden Fall sieht man hier die Solarfelder noch und bei der neuen nicht. So, und was ich auch ganz cool finde, guck mal, hier bin ich jetzt gerade durch Zufall drauf gekommen. Ich wusste gar nicht, dass das dran ist. Hier drückt ihr die beiden smarten Knöpfe einfach an der Seite. Hallo, das habe ich doch gerade gemacht. Zack. Und schon ist das Band ab. Total easy. Hier. Seht ihr das? Neues Band dran. Fertig ist der Case. Gut gemacht, ne? Ja. Hat was. Da komme ich gleich auf eine Idee. Ich drehe sie mal so rum, dann sieht man es vielleicht besser. Schaut mal hier. Nochmal die Dicken im Vergleich. Das ist schon echt ein Brett, ne? Wie die das hier reinkriegen. Und dass es dann trotzdem noch eine G-Shock ist, die robust ist wie eh und je. Soll sie zumindest sein. Ja. Schön, ne? Gefällt mir. So. Und jetzt, da war ich etwas enttäuscht. Casio. Ich bin jetzt nach G-Shock, habe nochmal meine alten Apps hier angeguckt und bin bei G-Shock Connected, wo hier die ganzen Uhren drauf sind. Und siehe da, MTG B1000, B2000, aber keine 3000er. Das heißt, ich kann mich überhaupt noch gar nicht verbinden. Ich habe es probiert mit der B2000er hier. Geht leider noch nicht. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Schaut euch gerne mal das Review von der B2000er in meinem Blog an. Dort seht ihr auch Screenshots von der App. Sobald das nachgerüstet wird, ich habe auch schon aktualisiert, es ist nicht vorhanden. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich bringe eine Uhr raus und ich kann es noch nicht per Handy steuern. Dabei werbe ich damit. Ja, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich gerade habe. Ansonsten, ja, weil das schon ziemlich cool. Ihr könnt hier drüber die ganzen Zeiten einstellen, die Weltzeiten und so weiter. So, jetzt zeige ich euch doch noch mal das Verpackungswerk. Dann haben wir alles in einem Video. Garantiekarte, Papierwerk, habe ich mir noch nie angeguckt. Papierwerk habe ich mir auch noch nie angeguckt. Papierwerk habe ich mir auch noch nie angeguckt. Die dicke MTG-Bibel. Bettlektüre, steht drauf, wie viele Seiten? Nee. In ein paar Sprachen. Ja. So viel zu den Verpackungen. So, jetzt gehen wir aber noch mal kurz durch den Blog bei mir und ich zeige euch die verschiedensten Varianten und nochmal das B2000er Modell, wo ihr das findet. Also ihr sucht hier oben ganz normal mit per G-Shock in dem Suchfeld, dann seht ihr das hier und dann seht ihr praktisch die einzelnen Reviews, überwiegend hier die MRG B5000er, die war ja gerade ein großer Hype, und hier die Samurai, die MRG 2000, die haben ja beide auf einmal rausgebracht, haben wir uns ja schon ausführlich drüber unterhalten. Hier nochmal ein Vergleich. Ganz interessant, die ganz neue MRG versus die allererste von 1983. Und wir sehen hier die MTG B3000 und hier auch das Suchergebnis zur B2000er. Entschuldigung. Und gehen wir mal kurz rein. So, hier seht ihr jetzt die Varianten.
Diese Variante finde ich auch super, weil wir wissen ja, das grüne Jahr, das ist so ein grün, blau, Mint, keine Ahnung. Ja, was hier halt schade ist, die Farbe wiederholt sich leider nicht sehr oft in der Uhr, sondern hier nur ein bisschen und hier bei dem Alarm und das war's. Wobei, ja, das sieht schon ganz gut aus. Dann die ganz schwarze. Entschuldigung. Die ganz schwarze ist natürlich auch sehr nice. Richtig Understatement. Ich merke schon, ich habe einen Frosch im Hals, sorry. Und dann noch die ich jetzt habe, die ich euch vorgestellt habe. Ja, hier seht ihr das schön, ne? Überall kommt die Farbe drin vor im MTG-Schriftzug. Ich verstehe nicht, wieso sie das bei der grünen nicht auch gemacht haben. Überall wiederholt es sich. Ja, und dadurch ist die Uhr für mich runder und es ist auch ein bisschen mehr was los, weil es ist dadurch eben auch eine G-Shock, weil ein bisschen bunt muss sein, wobei die Farben ja hier wirklich sehr, sehr dezent ist. Meine Tochter fand die sofort super, als sie gesagt hat, boah, geile Farbe, war das erste, was sie gesagt hat. Dabei steht sie überhaupt nicht auf diese G-Shocks. Tochter ist 17, das nur am Rande. Also ja, die Farbe hat sie sofort angemacht und ja, seitdem ich die Samurai in der Hand hatte, das ist ja nochmal ein ganz anderes Rot, aber so Rot mit Gold ist das gar nicht mein Fall, aber das ist auch schon ziemlich geil, muss ich wirklich sagen. Ja, genau. Das waren die einzelnen Variationen. Ja, alles mit dabei, ne? Stoßfest, 20 Bar und so weiter, 12 Tagesalarme und. Hier seht ihr nochmal ein paar Bilder, und wenn die auseinandergebaut ist und nochmal im Detail die 3 Modelle. Sagt mir bitte mal, welches euer Favoritenmodell ist. Das finde ich auch ein ganz interessantes Foto. Ne? Das sieht hier nämlich so aus, als wenn das blau wäre. Ne? Ganz merkwürdiges Foto. Aber gut. So, hier seht ihr auch nochmal alle technischen Details. Guckt gerne rein im Blog. Wie gesagt, da findet ihr letztendlich immer alle Specs und könnt nochmal nachlesen. Das Review ist Stand jetzt, wo ich drehe, noch nicht online. Ich gebe euch Bescheid, sobald es online ist. Das sind praktisch die aktuellen offiziellen News von G-Shock. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal die MTG 2000 an. Januar 2021, also ja, knapp 1,5 Jahre kann man sagen. Wobei im November hat sie sich schon vorgestellt. Ich habe sie erst im Januar bekommen. Ja, alles Gute kommt aus Japan. Hier auf meiner PS5 fotografiert, zu der Zeit noch ohne Blitz. Genau, hier sieht man schön, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Die App, wie ihr die einzelnen Uhrzeiten, ihr switcht hier einfach zwischen den einzelnen Uhrzeiten. Ist wirklich total easy, die App. Genau, hier sieht man auch nochmal die Rückseite. Die ist ja auch jetzt neu gestaltet. Finde ich jetzt neu auch besser, muss ich ehrlich sagen. Hier sieht man auch nochmal so ein bisschen, wie dick sie ist. Genau, hier sieht man auch nochmal, diese Stadt in der Uhr einstellen. Ich kann also nach den ganzen einzelnen Städten suchen und übertrage die dann an die Uhr. Ich kann es aber auch alles direkt machen, aber es ist ein nettes Gimmick und G-Shock nutzt es ja schon die ganze Zeit, also von daher, ja. Zeigerbewegung, okay, hier seht ihr nochmal den aktuellen Status, Batterie okay, Ziel, Zeiteinstellung okay, Uhr ist normal, Update, World Time kann man hier unten sehen und dann nochmal ein Guide, wie ihr das Ganze einstellt. Ja, hier auch nochmal die Schließe. Ja, wobei ich bin jetzt gar nicht sicher, sahen sie sich ähnlich oder waren sie gleich sogar? Da ich jetzt die ganze Zeit die MRGs um hatte, war mir das gar nicht mehr bewusst hier mit diesen 2 Gummiauflagen, dass die da dran waren. Ja. Hier nochmal im Inneren schön zu sehen auch das Plastik. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, was es ist. Ja. Auf jeden Fall spart es dadurch enorm Gewicht. Gut. So viel erstmal dazu. Jetzt haben wir uns das nochmal online angeguckt, die einzelnen Varianten. Ihr findet alles in meinem Blog. Das ausführliche Review geht in Kürze jetzt online oder ist schon online, je nachdem. So, es gibt jetzt doch noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar zum ersten. Habt ihr euch bestimmt schon hier drüber gewundert. Das ist eine alte Wäscheklammer, weil mein Clip von dem Mikro ist abgebrochen.
Und ja, jetzt habe ich da die olle Wäscheklammer hängen. Not so sexy, aber gut. Falls ihr euch fragt, was das taucht ja öfters im Video auf. Und zum Zweiten, was ganz wichtig ist, die 2000er ist nicht der Vorgänger von der 3000er, von der jetzt getesteten, sondern von der 1000er. Die 2000er bekommt ihr nach wie vor im Shop und ja, ich versuche das nochmal genau zu recherchieren. Wieso das so ist, konnte ich jetzt noch nicht rauskriegen, aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, nicht der Nachfolger der 2000er, die könnt ihr noch kaufen, sondern der Nachfolger der 1000er. Genau, also in dem Sinne, dies noch als wichtige Info nachgeschoben. Macht's gut, ne? Ciao.